Ein 36 Kilo schwerer Dobermann wurde 2 Jahre lang in einen Käfig gesperrt. Ausgehungert, geschlagen, vergessen. 40 Menschen wollten sie adoptieren. Jeder Einzelne hat aufgegeben. Sie sagten, sie sei zu kaputt, zu zerstört, nicht mehr zu retten. Aber eine Frau setzte sich 19 Nächte lang auf einen kalten Boden und wartete. Und was dieser Dobermann in Nacht 19 tat, werdet ihr nie wieder vergessen. Ein 36 Kilo schwerer Dobermann verbrachte die ersten 2 Jahre ihres Lebens eingesperrt in einem Drahtkäfig, der so klein war, dass sie sich nicht einmal umdrehen konnte. Sie wurde ausgehungert, ignoriert und behandelt, als würde sie nicht existieren. Ihre Rippen drückten durch die Haut, ihre Beine zitterten, wenn sie versuchte aufzustehen. Und als das Rettungsteam sie endlich fand, hatte sie so viel Angst vor menschlichen Händen, dass sie durch den Maulkorb biss, den sie ihr anlegen wollten. Sie nannten sie unvermittelbar. Aber eine Frau weigerte sich, das zu glauben. Und was passierte, als sie diesen Hund zum ersten Mal in den Armen hielt, hat alle im Raum zum Weinen gebracht. Ihr Name war Nyx, ein schwarzbrauner Dobermann, der nie etwas anderes kannte als einen Käfig. Sie wurde in einer illegalen Zuchtstation im ländlichen Brandenburg geboren. Der Züchter hielt 14 Hunde in gestapelten Drahtkäfigen in einem fensterlosen Schuppen. Kein Licht. Keine Bewegung, keine Zuneigung. Als die Station geschlossen wurde, konnten die meisten Hunde innerhalb weniger Wochen vermittelt werden. Aber Nyx war anders. Sie schnappte nach jedem, der in ihren Zwinger griff. Sie fletschte die Zähne bei jeder Hand, die sich ihr näherte. Sie drückte sich in die hinterste Ecke und zitterte, bis derjenige aufgab und wegging. Das Team im Tierheim Grünwold versuchte alles. Langsame Annäherungen, hochwertige Leckerlis, ruhige Stimmen. Nichts funktionierte. Nyx ließ sich nicht anfassen. Sie hatte in diesen 2 Jahren im Käfig eine einzige Lektion gelernt. Hände bedeuten Schmerz. In 673 Tagen im Tierheim liefen 40 potenzielle Adoptiveltern an ihrem Zwinger vorbei. 12 fragten nach ihr. 9 versuchten sie kennenzulernen. Jeder Einzelne ging mit derselben Antwort. Sie ist zu kaputt. Sie wird niemals jemandem vertrauen. Hättet ihr aufgegeben? Oder wärt ihr geblieben? Eine Frau blieb. Jana Weber war 27 Jahre alt, tiermedizinische Fachangestellte, die seit 3 Jahren mit traumatisierten Tieren arbeitete. Sie suchte an diesem Tag keinen Hund. Sie war nach Grünwald gekommen, um gespendetes medizinisches Material abzugeben. Aber als sie an Zwinger 14 vorbeiging, blieb sie stehen. Nyx war gegen die Rückwand gepresst und zitterte. Ihre Rippen waren selbst nach Monaten regelmäßiger Fütterung noch sichtbar. Ihre Augen verfolgten jede von Janas Bewegungen. »Wie lange ist sie schon hier?« fragte Jana. »Fast 2 Jahre«, sagte Markus vorsichtig. »Ich muss ehrlich sein, sie lässt sich niemanden an sich ran.« Jana kniete sich langsam hin. Sie griff nicht durch die Gitter. Sie sprach nicht. Sie setzte sich einfach auf den kalten Betonboden, den Rücken an den Zwinger gelehnt und wartete. 45 Minuten lang bewegte sie sich nicht. Und dann passierte etwas, das Markus in 673 Tagen nie gesehen hatte. Nyx machte einen Schritt nach vorne, dann noch einen. Und dann drückte sie ihre Nase durch die Metallstäbe und berührte Janas Schulter. Es dauerte weniger als 2 Sekunden, aber Janas Augen füllten sich mit Tränen. »Ich nehme sie«, flüsterte sie. Markus zögerte. »Jana, sie hat noch nie jemanden...« »Ich weiß. Ich nehme sie.« Die ersten 2 Wochen waren brutal. Nyx fraß nicht, wenn Jana im Raum war. Sie schlief unter dem Bett, nicht darauf. Sie zuckte bei jedem Geräusch zusammen. Jana konnte sie nicht anfassen, nicht bürsten, nicht einmal eine Leine anlegen, ohne dass Nyx sich vor Angst flach auf den Boden drückte. Die meisten hätten aufgegeben. Manche Geschichten sind zu kaputt, um erzählt zu werden. Aber diese hier nicht. Also Leute, ich sehe, ihr habt noch nicht abonniert. Das macht mich traurig. Drückt jetzt auf Abo. Jana tat etwas, was noch niemand versucht hatte. Sie hörte auf, es zu versuchen. Sie hörte auf, nach Nyx zu greifen. Stattdessen setzte sie sich jeden Abend auf den Küchenboden, den Rücken an den Schrank gelehnt und war einfach da. Keine Kommandos, keine Leckerlis, keine Erwartungen, nur Anwesenheit. Nacht 1,
Nix beobachtete vom Flur aus. Nacht 3, sie betrat die Küche. Nacht 7, sie legte sich 2 Meter entfernt hin. Nacht 12, 1,5 Meter. Und in Nacht 19, um genau 23:47 Uhr, überquerte Nix den Küchenboden, senkte ihren Kopf und legte ihn auf Janas Schoß. Jana bewegte sich nicht, sie atmete kaum. Tränen liefen über ihre Wangen, als dieser 36 Kilo schwere Dobermann, der seit über 4 Jahren keine menschliche Berührung zugelassen hatte, sich freiwillig für Kontakt entschied. Krass, oder? Wenn euch das nicht berührt, weiß ich auch nicht weiter. Diese Nacht hat etwas aufgebrochen. Nicht nur in Nix, in beiden. Ab diesem Moment wurde Nix ein anderer Hund. Nicht über Nacht, sondern langsam, Stück für Stück. Sie begann am Fußende von Janas Bett zu schlafen, dann daneben, dann darauf. Sie drückte sich an Janas Beine, wenn sie kochte. Sie stupste Janas Hand an, wenn sie gestreichelt werden wollte, und bat damit um genau das, was sie früher am meisten gefürchtet hatte. Und dann kam das Verhalten, das alle sprachlos machte. Jeden Morgen, sobald Jana aufwachte, kletterte Nix auf ihre Brust, vergrub ihr Gesicht in Janas Hals und blieb dort. Manchmal 10 Minuten, manchmal 20. Ein 36 Kilo Dobermann wie eine Gewichtsdecke auf ihrer Besitzerin, festhaltend, als hätte sie Angst, dass alles wieder verschwinden könnte. Aber der Moment, der Jana brach, kam 8 Monate später. Sie kam nach Hause, nachdem sie einen Patienten auf dem OP-Tisch verloren hatte. Sie setzte sich auf den Flurboden und weinte. Innerhalb von Sekunden war Nix da. Sie drückte ihren Körper an Janas Seite, schob ihren Kopf unter ihren Arm und leckte ihr die Tränen vom Gesicht. Langsam, eine nach der anderen, als würde sie genau verstehen, was passierte. Jana schloss beide Arme um sie und Nix zuckte nicht zurück. Sie lehnte sich hinein und schloss die Augen. Derselbe Hund, den 40 Menschen abgelehnt hatten. Derselbe Hund, den die Welt unvermittelbar nannte. Sie wurde das Einzige, das Jana in der schlimmsten Nacht ihres Lebens zusammenhielt. Heute ist Nix 5 Jahre alt. Sie klettert immer noch jeden Morgen auf Janas Brust. Sie hält sich immer noch fest, als wäre jede Umarmung die letzte. Denn manchmal sind die Kaputten gar nicht wirklich kaputt. Sie warten nur auf den einen Menschen, der geduldig genug ist, sich auf einen kalten Küchenboden zu setzen und einfach da zu sein. Und manchmal werden die, die nie gehalten wurden, zu denen, die am festesten halten. Ist das Liebe oder ist das Heilung? Schreibt es mir in die Kommentare.